Herzlich willkommen beim Projekt Greifenstedt. Ich möchte dir heute zeigen, wie du die Start-Ziel-Tasten zur Steuerung der Zugfahrten in deinen Plan, in deinen Rockrail-Plan integrierst. Das Ganze ist nur eine einfachere Möglichkeit, Rockrail zu bedienen und fügt sich nahtlos in den Rest der Rockrail-Systematik ein. Es ist einfach einfacher, die Finger zu benutzen, statt mit der Maus auf dem Bildschirm hin und her zu fahren und lange die Elemente zu suchen. Voraussetzung dafür, dass das Start-Ziel-Skript funktioniert, ist ein funktionierender Automatikmodus in Rockrail. Bedeutet, wenn du heute schon einen Zug per Drag and Drop über deine Anlage bzw. über deinen Rockrail-Plan fahren lassen kannst, dann ist das die Voraussetzung dafür, dass du jetzt den nächsten Schritt gehst und hier das Start-Ziel-Skript einbaust. Wir müssen ein paar Schritte durchlaufen, um die Funktionen der Start-Ziel-Tasten mit einzubinden. Punkt 1. Wir importieren die Ebene Start-Ziel-XML und legen die Skripte in das Workspace-Verzeichnis im Unterordner Skripte an. Danach müssen wir die Strecke, die Taster den Blöcken zuordnen. Das funktioniert in dem Skript Map-Taster zu Block. Einfach durch Vervielfältigen der vorhandenen Abschnitte. Letzter Schritt ist den Blöcken dann noch die 6-stellige Bahnsteignummer zuzuordnen und dann sind wir schon fertig. Okay, let's go! Wir starten mit dem Plan, den wir im letzten Video erstellt haben. Dafür öffnen wir den entsprechenden Arbeitsbereich und haben hier unseren kleinen Landbahnhof. Jetzt müssen wir als nächstes die Dateien runterladen, die ich dir bereitgelegt habe. Die Adresse findest du unten in der Beschreibung. In dem Ordner findest du eine Plandatei, Start-Ziel-Taster XML heißt sie. In der sind die wesentlichen Elemente beispielhaft aufgebaut und die werden wir gleich in unsere Plandatei importieren. Außerdem findest du einen Ordner Skripte. Darin befinden sich 4 XML-Skripte und die werden wir benutzen. Ich erkläre gleich im Detail, was die brauchen. Als allererstes kopierst du einfach den ganzen Skripte-Ordner und die Start-Ziel-Taster XML an den Ort, an dem du deine Plandatei hast. Also in deinen Rockrail Workspace. Einfach die XML-Datei, Start-Ziel-Taster und den Ordner Skripte mit den 4 Skripten darin in deinen Workspace kopieren. So, da ist unser Rockrail. Da wollen wir jetzt die eben kopierten Dateien rein importieren. Dafür machen wir oben erstmal ein kleines bisschen Platz, denn das Beispiel ist in der oberen linken Ecke gebaut. Jetzt können wir importieren. Im Dateimenü findet sich ein Punkt Ebene importieren. Und da wählen wir die Datei Start-Ziel-Taster.xml. Und schon sind alle Elemente, die wir brauchen, hier. Wir haben einerseits ein Mini-Beispiel, das auch schon funktioniert, mit 2 Start- und Zieltasten. Und wir haben einen Meldedialog, der uns sagt, erstens, wenn eine Taste gewählt ist, wenn wir etwas falsch getastet haben. Und außerdem ein Textfeld, das je nach Ergebnis des Skriptes anders befüllt wird, sodass wir verstehen, was gerade passiert. Wir sehen auch hier unten, wenn wir den einen Taster gedrückt haben, dass dann dieser Melder angeht und sagt, ein Taster ist schon gedrückt. Und wir sehen auch hier im Debug-Fenster wird angezeigt, welches denn der Startknopf ist. Und genauso wird angezeigt, welches der Zielknopf ist und dann sehr schnell gefolgt von der Meldung, welcher Zug von wo nach wohin gestartet worden ist. Auf die Art und Weise kann man also ein bisschen nachvollziehen, was das Skript denn so tut und welcher Zug jetzt gerade
unterwegs ist. Was auch geht, wenn man den Knopf gedrückt hat und sich aber verdrückt hat, macht man den Knopf einfach wieder aus und es passiert nichts. Was auch geht, ist zu sagen, ich möchte gerne die Blockbelegung löschen. Dafür wäre das hier der erste Taster und dann der Block, dessen Zug man löschen möchte. Und schon wird der Zug aus dem Block entfernt. Das ist wiederum dieselbe Bedienhandlung wie rechte Maustaste auf dem Block und Lockbelegung zurücknehmen. Okay, jetzt wollen wir das Skript, die Start-Ziel-Tasten in unseren Plan einbauen. Dazu muss zu jedem Block ein Taster eingefügt werden. Ich habe mir angewöhnt, die Knöpfe für die Zugfahrten immer auf die linke Seite von dem dazugehörigen Block zu machen. Das Einfachste ist jetzt tatsächlich, den schon existierenden Knopf zu nehmen, zu kopieren und wieder einzufügen, denn darin sind schon alle benötigten Definitionen enthalten. Ich zeige es euch einmal kurz. Zunächst einmal hat jeder Knopf eine Kennung. Ich nenne sie mir immer SZ für Start-Ziel und dann ein Strich, dann den Namen des Blockes und dann hänge ich noch mit einem Strich ein ZF hinten dran. Denn in einer weiteren Ausbaustufe gibt es ja auch noch Start-Ziel-Tasten für Rangierfahrten. Natürlich gilt es auch hier wieder eine sinnvolle Schnittstellenkennung einzugeben, aber der entscheidende Punkt sind die Aktionen. Jeder dieser Start-Ziel-Taster hat 2 Aktionen zugewiesen, nämlich einerseits beim Angehen, also beim Drücken, wird das Skript für Start-Ziel-Taste aufgerufen und andererseits beim Wiederausgehen wird das Skript zum Resetten der Knöpfe aufgerufen. Damit das funktioniert, sind natürlich 2 Aktionen notwendig. Die Reset-Button und der Start-Ziel-Taster. Und es sind beides Aktionen, die ein Skript starten, ein externes Programm. Und hier wird ohne jegliche Sachen davor, also als relativer Pfad, der Ordnerpfad Skripte angegeben und dann der Name des Skriptes. Also, das Einfachste ist, diese Start-Ziel-Taste, einen dieser Start-Ziel-Taster hier oben zu nehmen, denn darin sind die benötigten Definitionen schon gemacht. Wenn wir den einfach kopieren und wieder einfügen, müssen wir nur noch die Kennung und die Adresse ändern und sind dann schon fast fertig. Also kopieren und einfügen und nochmal einfügen, einfach nochmal linke Maustaste drücken und nochmal einfügen und nochmal einfügen. Jetzt müssen wir die neuen Knöpfe natürlich noch bearbeiten. Okay, wir haben uns jetzt 4 Taster eingefügt, diese 4 Taster benannt und ihnen sinnvolle Adresse gegeben. Und alle diese 4 Taster haben bereits die beiden Aktionen Skript-Start-Ziel-Taster beim Angehen und Skript-Start-Ziel-Reset-Button beim Ausgehen. Jetzt müssen wir noch die Verbindung zwischen Taster und Blöcken herstellen. Dafür gibt es im Ordner Skripte eine Datei, die heißt Script Map Taster zu Block zf.xml. Die müssen wir jetzt bearbeiten mit einem ganz normalen Texteditor. Jeder ASCII-Editor tut es hier. Alles, was passieren muss, ist, dass wir hier in den Zwischenzeilen 12 und 21 in diesem Switch Case eintragen, welche Blöcke zu welchem Knopf gehören. Und dafür können wir einfach einen dieser Abschnitte kopieren, neu einfügen und müssen dann nur die Bezeichnungen verändern, und zwar die Bezeichnung des Tasters und die Bezeichnung des dazugehörigen
Blockes. Ich gehe dabei immer von links nach rechts vor und von oben nach unten. Bei solchen Dingen. Jetzt wissen die Taster, zu welchem Block sie gehören, sodass eine Lok auch erkannt werden kann, wenn sie in einem Block steht und der dazugehörige Taster gedrückt wird. Jetzt müssen wir noch etwas tun. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, dass das Skript auch automatisch die Richtung umdreht, wenn die Lok in der falschen Richtung steht. Dazu müssen wir natürlich auch eine Richtungsangabe noch mit einbauen. Das ist einer der wenigen Punkte, wofür es keine native Rockrail-Funktionalität gibt oder ich sie zumindest nicht kenne. Und deswegen habe ich eine kleine Hilfsfunktion gebaut, ein kleines Hilfsskript, das ausliest, wie die Blöcke zueinander stehen, und zwar indem die Bahnsteig- oder Gleisnummer benutzt wird. Diese Bahnsteignummern sind nur dazu da, um die Richtung der Lok zu bestimmen und die Richtung zu bestimmen, in der die Lok fahren soll. Und entsprechend vom Skript werden diese Bahnsteignummern abgefragt und es wird ausgerechnet, ob die Lok in der richtigen Richtung steht. Damit das Ganze so funktioniert, ist es total wichtig, dass die Plusse links unten in der Ecke sind. Wenn die Plusse rechts oben in der Ecke sind, dann funktioniert dieses Skript nicht, diese Berechnung nicht, dann muss das Vorzeichen umgedreht werden oder die Nummerierung von rechts nach links passieren. Deswegen achtet darauf, dass defaultmäßig, so wie es Standard ist, die Plusse immer unten links in der Ecke sind. Wenn sie gemischt sind, wird es ganz schwierig. Das ist nicht so einfach. Zur Bestimmung der Richtung, in der der Zug fahren soll und ob er gegebenenfalls umgedreht werden muss, werden also die Bahnsteignummern der Blöcke entsprechend ausgefüllt und zwar sechsstellig kodiert. MM steht für die Modulnummer, SS für den Slot und GG für das Gleis. Also hier zum Beispiel haben wir ein Modul, das hat die Modulnummer 35. Dann haben wir den Slot 01 und 02 und Gleise haben wir jeweils nur 1, deswegen 01. Der Bahnhof liegt rechts davon, das heißt, kriegt eine Modulnummer größer 35. Ich habe jetzt mal 40 gewählt. Alle Blöcke, die ganz links liegen, haben den Slot 01. Alle Blöcke, die in der Mitte liegen, haben den Slot 02. Und alle Blöcke, die ganz rechts liegen, haben den Slot 03. Und alle Blöcke, die hier oben, ganz oben auf der Linie liegen, haben die Gleisnummer 01. Und alle Blöcke, die einen tiefer liegen, haben die Gleisnummer 02. Die ersten beiden Ziffern sind sozusagen das Modul. Bahnhöfe, die weiter links sind, müssen kleinere Nummern haben, oder andersrum, Bahnhöfe, die weiter rechts sind, müssten größere Nummern haben. Wenn wir uns also vorstellen, wir haben oben West-AN und Ost-ZN als ein Stück Strecke und die sind weiter links als der Bahnhof, dann müsste der Bahnhof jetzt mindestens eine 36 bekommen. Die zweiten Ziffern beschreiben sozusagen die Reihenfolge der Blöcke in einem Bahnhof. Die letzten beiden Ziffern geben an, wie die Blöcke übereinander stehen. Zum Beispiel hier unten bei Gleis 1 und bei Gleis 2 haben wir mehrere Blöcke übereinander. Und dann bekäme nur Gleis 1 bekäme halt 01, Gleis 2 bekäme 02 und wenn es noch ein Gleis 3, 4, 5, 6, 7 gäbe, dann würden die Nummern eben entsprechend aufsteigen. Also Strecke Ost bekäme zum Beispiel ganz vorne die 40, weil der ganze Bahnhof 40 hat und rechts von den beiden Blöcken oben links liegt. Dann wäre das innerhalb des Bahnhofs der Block ganz links 01 und weil es nur einen gibt, dann noch eine 01. Gleis 1
40. Ist jetzt aber der zweite Block von links gesehen, also 02, und ist der erste oben in der Reihe, also 01. Gleis 2 bekommt 40, 02, 02 und Strecke West entsprechend bekäme 40, 03, 01. So, wir sind schon fertig. Let's go, lass uns mal ausprobieren. Ich wähle den ersten Taster aus. Irgendwas ist hier noch kaputt, und zwar sieht es so aus, als ob das Skript zweimal hintereinander aufgerufen wird. Ich schaue mal nach. So, jetzt habe ich hier noch einen Fehler gefunden, und zwar hatte ich in der Definition der Aktionen für den Aufruf des Start-Ziel-Skripts hatte ich sowohl beim Befehl als auch beim Ereignis drin, was dann dazu führt, dass wenn man eine Schnittstellenkennung angegeben hat, sozusagen der Knopf zweimal gedrückt wird oder für das System der Knopf zweimal gedrückt wird, und dann funktioniert natürlich das Skript nicht. So, jetzt den einen Tasten drücken, den anderen Taste drücken, und ihr seht, hier kommt die Meldung, dass der Zug 0815 gestartet ist von Strecke Ost mit dem Ziel Strecke West. Der Zug ist umgedreht worden, fährt jetzt also in die richtige Richtung und hat den nächsten Zielblock reserviert. Das Schöne ist, dass er sein Ziel nicht verliert. Wenn wir jetzt also der Zug in Gleis 1 angekommen ist, ich simuliere das hier durch die Aktivierung des Rückmelders, dann wird die nächste freie Fahrstraße in Richtung Ziel gesucht und gefunden. Zurück wird jetzt über Gleis 2 gefahren. Das ist, glaube ich, in dem Fall zufällig, beziehungsweise es wird geguckt, dass die Blöcke sozusagen gleichmäßig ausgelastet sind. Da kann man noch einiges dran tun. Das ist jetzt aber hier nicht Teil dieses Videos. Es reicht, um das Skript zu benutzen, wenn du die Skripte importierst, die Taster einfügst und mit den Skriptaktionen belegst, die Bahnhofsnummern einträgst und die Taster zu den Blöcken zuordnest über Editieren von Script-Map Taster to Block, und dann kannst du loslegen und mit den Fingern deine Züge durch den Bahnhof routen, was wesentlich schneller geht als mit der Maus. Viel Spaß dabei! Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da oder abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.